Pandemien, Klimawandel, Artensterben. Die Welt um uns herum verändert sich dramatisch und rasend schnell. Die Konsequenz ist so naheliegend wie unbequem. Wir müssen uns ändern. Was sind die Ursachen für die Krisen unserer Zeit? Der Lebensstil im globalen Norden, grenzenlose Wachstumszwänge und neoliberale Profitgier. Die Ausbeutung unseres Planeten und die unwiederbringliche Vernichtung von Lebensräumen. Schuld ist auch unser Umgang mit anderen Tieren, die wir als bloße Ressourcen behandeln, statt als Lebewesen mit Selbstwert. Die Mehrheit aller neuen Infektionskrankheiten des Menschen hat ihren Ursprung im Wildtierhandel, in der industriellen Tierhaltung oder in der Vertreibung von Tieren aus ihrem natürlichen Lebensraum. Der hohe Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung erhöht außerdem die Gefahr multiresistenter Keime. Der Klimawandel wird angeheizt durch Regenwaldrodung für Futtermittel und Weiden. Aber auch durch klimaschädliche Gase aus der Verdauung von Wiederkäuern und der massenhaften Futtermitteldüngung. Die globale Erwärmung ist bereits heute spürbar. Sie trifft diejenigen am stärksten, die sich am wenigsten davor schützen können. Das Artensterben schreitet heute mindestens 1000-mal so schnell voran wie ohne menschlichen Einfluss. Es erklärt sich durch dieselben Faktoren, sowie durch exzessive Fischerei und den globalen Handel mit Tieren. Prognosen zeichnen ein düsteres Bild von der Zukunft. Falls wir weitermachen wie bisher. Deshalb fordern wir die politische Auseinandersetzung mit den verheerenden Folgen der Tierindustrie. Für Klima, Umwelt und die Gesundheit unserer Zivilisation. Schluss mit Lobbypolitik. Die sogenannte Nutztierhaltung und der Konsum von Tierprodukten wurden als die zentralen Faktoren einiger der größten Katastrophen unserer Zeit identifiziert. Als solche dürfen sie nicht länger auf der politischen Agenda fehlen. Wir fordern ein Verbot von Werbung und Handel für alle Tierprodukte. Schluss mit Bildern grinsender Schweine auf Tiertransportern und lachend kochender Hühner vor Restaurants. Schluss mit täuschenden Siegeln und Reichtum durch Gewalt gegen die Schwächsten. Schluss mit der Behandlung von Tieren als Ware. Wir fordern das Ende der staatlichen Subventionierung für die Tierindustrie. Förderungen müssen stattdessen in den bio-veganen Landbau fließen. So sieht zukunftsweisende Landwirtschaft mit Respekt vor Tieren und Umwelt aus. Wir fordern staatlich geförderte Umschulungen für alle Menschen, die noch in der Tierindustrie arbeiten. Schluss mit katastrophalen Arbeitsbedingungen und Tötung im Sekundentakt als Arbeitsinhalt. Zukunftsweisende Arbeitsplätze beinhalten Respekt gegenüber Menschen und allen anderen Tieren gleichermaßen. Wir fordern ein Ende der Zucht und Nutzung von Tieren für menschliche Konsumlust und Nutzungszwecke jeglicher Art. Wir müssen keine immer effektiveren, keine künstlich Kranken, aber auch keine nachhaltigen Tiere entwickeln. Wir müssen uns moralisch weiterentwickeln und Nachhaltigkeit entsteht von selbst. Wir fordern effektive Schutzmaßnahmen für die Lebensräume dieser Erde. Raubbau an Regenwäldern und Ozeanen geht mit der systematischen Vernichtung von Leben und Lebensgrundlagen einher. Er darf keine Zukunft haben. Wir fordern ein Bildungssystem, das unsere Kinder lehrt, Tiere als Mitlebewesen auf diesem Planeten zu begreifen. Und nicht als Ressourcen. Wir müssen aufhören, dieses falsche Denken schon in Bilderbüchern zu vermitteln. Tiere gehören nicht in Ställe. Sind nicht dazu da, Milch, Eier oder Fleisch für den menschlichen Konsum zu erzeugen. Wir fordern politisches Engagement, das die verheerenden Auswirkungen der Tierindustrie auf Gesundheit, Klima und Umwelt auch international in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückt. Wir stehen globalen Krisen gegenüber. Wir müssen sie global lösen. Deshalb wird unsere Forderung weltweit erhoben. Kurzum, wir fordern die Schließung